Hallo AFOPS, willkommen im Noppenstein-Studio von Bluebricks. Ich bin der Marco. Ich bin der Klaus. Ich kann das hier natürlich nicht so toll wie der Marco, keine Frage. Selbst jahrelang Vulkanier gewesen. Du bist unser Riesen-Trekkie. Naja. Und wir haben wieder heute was zu zeigen. Ne? Ja, wir haben jede Menge schicke Modelle zum Zeigen. Jawohl. Jetzt zeigen wir die ja nicht zum allerersten Mal. Was ist anders? Die Farben sind jetzt fast korrekt. Einige Teile, wie jetzt beispielsweise die hier, die haben wir noch nicht in der richtigen Farbe, werden aber natürlich auch in hellgrau produziert. Das gilt hier für die Handmuster, Genau. Aber der Bartosch blendet auch gleich jeweils nochmal. Und das sind dann tatsächlich, das was der Bartosch einblendet, die ganz finalen Versionen. Die ganz finalen Versionen. Und in Sachen Teilen und Bauweise ist das hier Final. Die finale Version, die approved wurde, wie man so schön auf Englisch sagt, von unseren Lizenzgebern. So werden die Modelle aussehen. Sprich, da haben wir hier im Team gesagt, jetzt passt es so, jetzt ist wirklich alles schön und fein. Und Genau. Auch der Lizenzgeber Genau, hat wir das haben, dann genauso wir haben da Feedback bekommen. Beispielsweise hat sich hier an der Form der Voyager durchaus noch ein bisschen was geändert. Es war auch sehr konstruktives, Das hat sich Feedback. inzwischen gut eingespielt. Ne? Es Ja. hat ja so ein bisschen gedauert, bis wir uns da synchronisiert haben. Ne? Aber ich habe inzwischen also tatsächlich den Eindruck, das ist eine sehr zielorientiert. Und es macht es wirklich noch mal besser Genau. am Ende, ne? Wenn du Richtig. einfach noch mal das Feedback hast. Ne? Richtig, genau. Und es hat sich auch durchaus in Sachen Farben noch was getan. Ich habe manchmal in den Kommentaren gelesen, wieso ist die hellgrau, die muss doch weiß sein. Nein, die technischen Handbücher und die Dokumentation über die Movie Props und der Lizenzgeber sagen bei sowas wie der klassischen Enterprise, nein, die ist hellgrau, Punkt. Die muss hellgrau sein. Jetzt ist sie hellgrau. Also wir machen das so, wie der Lizenzgeber es will und Der wie muss es es halt wissen, tatsächlich ne? ist. Und je nachdem, wie man das filmt, wie die Beleuchtung ist, wird Ja. ein helles Grau dann halt auch mal wie weiß. Gerade vor einem Genau. dunklen Himmel. Ne? Und Terra Nor, also Deep Space Nine, ist hellgrau in meinem technischen Handbuch, sieht aber je nach Beleuchtung mit dieser bajoranischen Sonne und so auch gerne mal beige aus und dunkelbeige und braun. Das hängt immer von der Beleuchtung ab. Aber wir wollen quasi die Originallackierung haben, wenn man so will. Die So gut das mit Originallack- unseren Da Farben stellt eben sich geht. die Frage, sind Raumschiffe eigentlich lackiert? Gute Frage. Geben wir mal an euch weiter. Was meint Sind ihr? Raumschiffe lackiert, ganz genau. Okay, aber also das ist approved. Das ist so, werden die kommen. Wie gesagt, Farben blenden wir ein. Wir wissen auch schon wann. Wir reden hier ganz grob. Wir haben ja bei den ersten 3 Midsize, die wir kürzlich präsentiert haben, haben wir ja gesagt, da liegen wir so im Bereich Januar. Ne? Toi, Ganz toi, grob. toi. Toi, toi, toi. Bei dem, was wir heute zeigen, reden wir über Februar plus minus. Ne? Ja. Genau. Das sind immer noch Angaben mit einer gewissen Bandbreite. Das hängt momentan ganz stark auch damit zusammen, dass es nach wie vor in den Logistikketten doch einige Probleme gibt. Es ist ganz schwer vorherzusagen, wann hier überhaupt irgendwas aufploppt. Aber nach aller Planung sollte das im Februar etwa hier sein. Das heißt 6 von den Small Size. Ja. Dann haben wir noch eine schöne Fähre und gleich kommt noch ein ganz großes Schiff rein, Oh ja. was du zeigst. Dann würde ich doch sagen, Marco, du zeigst mal die Schiffe und ich habe dann für euch auch die Info nochmal, da hat der Marco mir nämlich netterweise einen Spickzettel gemacht, was die Teileanzahl anbelangt und was so den groben Preis anbelangt. Genau. Hier haben wir die Enterprise aus der klassischen Serie TOS, The Original Series, NCC 1701. Wie hat Scotty es so schön gesagt, no bloody A, B, C or D, also einfach nur die klassische Enterprise, wie sie in der Serie geflogen ist. Wir haben hier auch das klassische Sternflotten-Emblem aus dem 23. Jahrhundert, glaube ich. Wir haben hier natürlich ein bedrucktes Schild. Das ist jetzt noch ein Sticker, wird ein Print. Ihr werdet hier, alles was ihr hier als Sticker seht, sind Prints. Filigranes Modell, die langen Warp-Gondeln. Können wir gleich mal noch mit dem Schiff, das ein paar Nummern größer ist, Das ist auch so, das ist ja irgendwie die typischste Enterprise erstmal. Ne? Ja. Und das ist unser kleinstes Set. Ne? Ich
glaube ja, das sind Wir knapp reden unter über 100. 98 Teile, Ja, wir ja. reden über einen Preis von unter 10 Euro. Und wenn ich sage unter 10 Euro, meine ich jetzt nicht 9,95. Finde ich eine tolle Sache zum Start. Also Genau. finde ich richtig gut. Ist und die ist ja auch im Klassiker. Original deutlich kleiner als die spätere. Ja, also ne? 642 Meter steht es hier sogar. Nee, hier steht es nicht. Aber ich spick mal hier, haha, 288 Meter. So, ja, tatsächlich. Das ist nicht alles im gleichen Maßstab. Wenn wir das hier im gleichen Maßstab machen wollen würden, wäre die bereits so lang. Kann man und von ja der dann, wollen wir wenn man nicht, möchte, mit den Mid-Size Genau, kombinieren. richtig. Ja, richtig. wir haben ja die verschiedenen Modelle, Raumschiffe haben ja so unglaublich unterschiedliche Größen. Ja. Von 10 Meter zu einem Kilometer, also anders als, ich sag mal, bei Autos. Ja, da liegt es immer irgendwie zwischen 3 und 5 Metern. Ne? Von daher sind unsere Small Size, Mid Size, Large Size sind nicht am Maßstab orientiert, sondern an der Größe des Modells und an der Teilezahl. An der ungefähren Teilezahl, genau. Wäre sonst nicht möglich gewesen zwischen der Defiant oder einem Runabout und so einem romulanischen Deridex-Kreuzer mit 1,3 Kilometer Länge liegt einfach viel zu viel, als dass man sagen könnte, wir machen alles in einem Maßstab. Da fängt man bei einer Noppe an und endet bei was, das so lang ist wie der Tisch. Genau, macht keinen Sinn. Geht halt nicht. Genau. Aber gehen wir ins nächste Jahrhundert, Richtig. die nächste Generation, haben wir hier bereits die Enterprise D. 642 Meter lang, diese ovale, sag ich mal, elliptische, das ist beides wahrscheinlich falsch, Untertassenform. Ja, meine Frau ist die Physikerin, ich nicht. Schick, auch hier diese Form, also so gut es in diesem Format geht, getroffen, finde ich. Das finde ich ja immer so faszinierend, wie man dann tatsächlich, und das ist durchaus eine Kunst, Ja. und das ist das Lob an die Designer. Und da hier vorne ist beispielsweise noch ein Stein oder zwei Steine in der mit falschen wenig Farbe. Steinen und Standardteile, bitte. Ja. Dann tatsächlich die charakteristischen Teile des Genau. Originals herauszuarbeiten, die charakteristischen Formen und das zu unterscheiden, was ist jetzt charakteristisch, was muss ich wirklich hier wiedergeben, um das Original möglichst gut wiederzugeben. Und das mit Standardbauteilen. Ja. Kunst. Ja, das ist schon nicht einfach. Das haben unsere Designer sehr, sehr gut gemacht. Und hier haben wir jetzt das Emblem der nächsten Generation, das hier als Kommunikator auch in klein hängt. Ich habe letztes Mal anstatt Kommunikator Tricorder gesagt, das wurde mir in den Kommentaren gleich wieder um die Ohren gehauen. Sowas Ja. tust du. Oh. Ganz, ganz schlecht. Die Enterprise D. Wir reden über 182 Teile und der Preis wird so bei 13, 14 Euro liegen. Ja. Auch da, wie gesagt, etwa Februar. Und dann haben wir hier die Voyager. USS Voyager, ein Schiff der Intrepid-Klasse. Sehr, sehr schnell, ein Forschungsschiff. Und ja, das ist ein bisschen vom Kurs abgekommen in der Serie, kann man sagen. Hatte dann etwas längeren Rückflug. Sehr schickes Modell. Die Serie habe ich zumindest am Anfang also sehr, sehr aufmerksam verfolgt. Ich habe mich gefragt, oh, eine neue Serie. Ich fand das Intro toll. Da habe ich sehr intensiv Das habe ich auch gerne, mitgeschaut. Voyager habe ich auch gerne geguckt, muss ich sagen. Hier bei Deep Space Nine, da war ich nicht ganz so mit drin. Vielleicht, keine Ahnung, ich weiß gar nicht. wann das Deep war. Space Nine drehte so spätestens ab der Doppelfolge Der Weg des Kriegers so richtig auf. Als es dann um Dominion, den Kampf gegen das Dominion Gamma-Quadrant Siehst du, das und habe so ich schon ging. nicht mehr mitgekriegt. Ja, am Anfang war es ein bisschen zäher. Da wird man uns jetzt auch wieder für steinigen, aber meine persönliche Meinung. Und hier ist diese Untertassensektion halt besonders kompliziert geformt. Das ist nicht rund, das ist auch nicht so regelmäßig elliptisch. Es ist einfach speziell. Und hier haben wir durchaus auch Feedback bekommen vom Lizenzgeber, wo ich dann auch gemerkt habe, da passt jemand, also da macht sich jemand hat seine jemand Gedanken. Ahnung und- Da wurde uns dann nämlich tatsächlich unser Modell von oben wurde halt gezeigt, drüber gelegt, so ein Overlay. Man könnte das hier noch ein bisschen und so. Klasse. Kompetente Leute, muss ich sagen. Und Jawohl. sind wir durchaus auch dankbar, wenn das dann letztlich dazu führt, dass die Modelle noch besser werden. Hier reden wir über 179 Teile. Preis wie bei der Enterprise D, so im Bereich 13, 14 Euro. Ja. Deep Space Nine. Deep Space Nine oder auch Terok Nor, eine Raumstation, gebaut von den Cardassianern. Die Farbe des Rings, das wird auch noch grau. Das wird ne? auch noch hellgrau, genau. Richtig. Wir haben hier den Kern, den Habitatring, den Undock-Ring, diese Pylonen, also alles wunderbar.
Finde ich toll getroffen aus so wenigen Teilen. Wie groß ist das Ding im Original, weißt du das? 1,1 Kilometer, glaube ich, im Durchmesser. Okay. Also wenn so eine Galaxy Class, gibt ein schönes Bild, wie so ein Raumschiff der Galaxy Class da oben andockt, das ist dann ungefähr halb so groß, das hängt dann so hier oben ungefähr halb so groß. Und die Defiant, die ist 120 Meter lang, die hängt dann da so seitlich dran, so ganz süß, so ein Zehntel ungefähr des Durchmessers der Station. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass so eine Station in deutlich größer auch ziemlich cool aussehen muss. Werden wir aber nicht passend zu den Schiffen hinkriegen. Nee, also nein, aber ja, also könnte man vielleicht, ich weiß ja nicht. Aber gut ist, gemacht und auch ja. dort wieder schön wieder mit Standardbauteilen. Ja. Ne? Wirklich alles mit Standardbauteilen, nicht gleich wieder hier und da, weil ich es nicht anders hinkriege. Irgendwelche Spezialbausteine, die ich dann nirgendwo anders wieder verwenden kann. Also das finde ich immer wieder faszinierend. Diese 4 riesigen Elemente dieses gigantischen Technikzahnrads ist natürlich in dem Maßstab einfach perfekt, um diesen auch stabilen, es muss ja stabil sein, und Kreis das ist ja bei vielen von diesen Raumschiffmodellen, ja, also ein Hochhaus oder ein altes Bauernhaus, das ist kein Problem, das stabil auch im Modell hinzukriegen, ja. Aber diese Dinge sind im Original hier irgendwie für den schwerelosen Raum gebaut und mit Mal sollen wir das dann aus Noppenstein mit den ganzen Fragilen, da haben uns auch die Schiffe in groß, also die kleinen nicht so, aber in groß, doch massiv Kopfschmerzen gemacht, bis wir da ordentliche Lösungen hatten. Na, dann bei euch zu Hause im Regal, genauso wie hier bei uns im Studio, haben wir dann doch ein bisschen schwere Anziehungskraft. Ne? Aber wie bei jeder Regel gibt es auch Ausnahmen. So ein Borgwürfel, den kann man schon relativ stabil bauen. Ja, das ist richtig. Die Borgs sind die sind schon auch clever. Die sind. Hierzu gerade noch 200 Teile. Oh ja. Und von daher auch preislich 13, 14 Euro etwa. Wie Klasse. Die Voyager und wie die Enterprise. Die kann man, ich glaube, also mal ganz fair. Kann man nicht meckern. Und bitte schreibt auch da ruhig gerne mal eure Kommentare. Aber ich denke, dass wir es hier tatsächlich geschafft haben, preislich trotz Lizenz in einem sehr angenehmen und fairen Bereich zu liegen. Ne? Denke ich schon. Finde ich schon. Hier haben wir den Borgwürfel, auch wieder mit diesem Borg-Emblem dieser Hand ist es, glaube ich. Hier stimmen die Farben halt noch überhaupt nicht. Man sieht es in der Einblendung. In welcher Farbe kommt es denn? Marco. Ich meine, es ist ein Trans-Farbton dabei, aber nagel mich jetzt nicht auf den Farbton fest. Die Einblendung zeigt es. Die Einblendung kann der Marco jetzt nicht sehen, von daher war das unfair. Ja. Der Bartosch blendet es ein. Genau, also der Borg-Cube, der Borgwürfel im Original so ungefähr 3 Kilometer groß, was auch wieder zeigt, das Ganze im Maßstab, Wahnsinn. Geht nicht, also im gleichen Maßstab, aber sieht schick aus. Wir werden hier so ein, ich glaube, Trans-Greenton haben, damit der aussieht, als würde er von innen heraus so grünlich leuchten. So kennen wir die Borgs, so lieben bzw. fürchten wir sie alle. Und das ist jetzt erstaunlich. Ich gucke auf meinen Spickzettel. Der Borg Cube hat 406 Teile. Ja, also mehr als doppelt so viel als die anderen hier, ist aber alles sehr kompakt. Von daher preislich liegen wir dort bei etwa 20 Euro. Von der Teilezahl her sogar etwas günstiger als bei den anderen. Aber er ist, obwohl er kleiner ist, weil er kompakt, ist klar, hier, das braucht nicht viele Teile. Und du kriegst Volumen, das kriegst du hier nicht. Etwa 20 Euro, 400 Teile. 406, um Gottes Willen, wie konnte ich 6 Teile vergessen? 406 Teile. Und dann haben wir da hinten noch einen klingonischen Bird of Prey. Den schiebe ich hier jetzt mal rüber. Das ist ja eines meiner absoluten Lieblingsraumschiffe im Star Trek-Universum überhaupt. Das hier stimmt farblich noch nicht. Das bekommt noch einen anderen Farbton. Die anderen Farben stimmen größtenteils. Also der Hauptfarbton wird geändert, Sandgrün. Ne? Das wurde noch geändert. Ich glaube, das war mal dunkelgrün, das war mal mit Applikationen anderen Farben. Das war, glaube ich, mal olivgrün und es wurde Sandgrün. Auch da hier die Einblendung in den Farben, wie er dann letztlich irgendwann im Februar da sein wird. Da hat der Lizenzgeber sein Wörtchen mitzureden gehabt. Finde ich super. Was der eigentliche Farbton ist, das ist immer je nach Filmszene, sieht es anders aus. Meine Lieblingsszene mit so einem Bird of Prey enthält noch einen Walfänger aus den 80er Jahren tatsächlich. Da enttarnt der sich nämlich
in Star Trek Episode 4, in dem Kinofilm, über der Erde, über dem Meer, direkt vor einem Walfänger und diese Größenverhältnisse und das ist schon toll. Wobei, was ich ja gut finde, wo wir bei dem Thema Farben sind, ich hatte ja schon mal so ein bisschen befürchtet, wir müssen da Spezialfarben machen oder so. Das hätte ich nicht unbedingt gewollt, weil für mich haben schon die Noppensteine und eben zu Standardteilen gehört auch Standardfarbe. Ich möchte das mit anderen Dingen mal verbauen können, ja, und nicht jetzt hier für irgendein Modell, das heißt, da müsst ihr aber nochmal einen extra Farbton oder sowas machen, wo es dann gleich nicht mehr zu anderen Sachen passt. Solange das Standardfarben sind, kann ich das mit allen anderen Sachen dann auch nochmal wieder verbauen und das finde ich persönlich immer noch wichtig. Ich mag die ganzen Spezialteile nicht. Ich mag auch nicht, wenn irgendwo dann Spezialfarben gemacht werden. Das sehe ich genauso. Selbst wenn natürlich wahrscheinlich ziemlich wenige Leute sich diesen Bird of Prey auseinandernehmen und was ganz anderes draus bauen, weil der halt also als Skulptur im Regal einfach genial ist. Aber für mich gehört auch zum Noppensteinbau, man nimmt die Standardteile und bildet daraus etwas nach, das dem Original möglichst nahe kommt, genau. In Standardform und in Standardfarben. Dieser hohe Abstraktionsgrad ist für mich auch immer wieder das, was Noppensteine faszinierend macht. Ich habe auch Kunststoffmodellbau gemacht und alles. Aber das ist, ich will das jetzt nicht negativ ausdrücken, aber da guckst du halt wirklich, dass du die allerkleinste Kleinigkeit noch machst und eigentlich fehlt immer noch was. Und ich finde das entspannend bei den Noppensteinen schon fast irgendwo. Das ist ja ein bisschen ist es ja auch Mut zur Lücke. Ja, genau. Und wobei gerade eben dieser Mut zur Lücke und wie weit fülle ich den und wie weit muss ich da jetzt ran und was kann ich weglassen oder muss ich haben, das ist das, was wir vorhin hatten. Das ist dieses Thema Kunst. Ja. Na? Was dann oftmals auch schwieriger ist, als einfach zu sagen, ja, dann nehme ich eine extra Farbe und dann mache ich jetzt noch ein Spezialteil, damit der Flugzeugrumpf schön wird oder so. Das genau. ist diese Abstraktion und so und auch eine gewisse Einfachheit dann wieder irgendwo. Ne? Und man erkennt noch, dass es ein Noppensteinmodell ist. Das muss man. Ja. Genau. Wir reden über 253 Teile, etwa 15 €. Genau. Auch hier haben wir das Emblem des Klingonischen Imperiums hier unten. Und, wie ich gerade eben gemacht habe, man kann diese Flügel in ihrer Neigung justieren. Das kann der Bird of Prey auch. Wenn der landet, gehen die Flügel hoch. Da haben wir übrigens hier bei der Voyager auch drüber nachgedacht. Wir hatten 2 Versionen mit den Flügeln. Ursprünglich hatten wir die auch mal zum Hochklappen. Sah aber diese sehr typische Form nicht so gut aus. Wir haben uns dann letztlich für diesen Weg entschieden, weil es einfach besser aussieht. Das andere hätte mehr Funktion gehabt. Einen dieser beiden Wege muss man gehen. Wir haben uns für den entschieden. Denke ich, das ist auch, die schönere Variante ist es sowieso. Aber wer möchte, kann sich das. Und da sind wir wieder bei dem Thema Standardfarben, Standardteile. Wer möchte, kann sich das auch mit 2 Hinges zweimal 2 Hinges, quasi männlich-weiblich jeweils und schon ist es umgebaut. Und wer weiß, vielleicht wird es die Voyager ja bei uns ja auch noch in größerem Format geben. Wer weiß. Ich habe was in größerem Format. Oh ja. Marco, auch da würde ich dich bitten, gib deinen Senf dazu. Du weißt das alles viel, viel besser. Das ist ein Type-F-Shuttle. Steht hier auch, jawohl. 7,32 Meter lang, also wirklich kurz, ist jetzt auch im Minifigurenmaßstab. Hier vorne seitlich steht Galileo drauf, so heißt das. Shuttle auch, das ist der Name dieses Shuttles, das ist seine Kennung. Gehört, also würde eigentlich hier herausfliegen, also hier herausfliegen, man sieht jetzt nicht ganz der gleiche Maßstab. Damit sind Captain Kirk und einige meist eher unglückliche Redshirts auf Planeten heruntergeflogen, wenn sie nicht gebeamt sind und haben da irgendwie ihre Außenmissionen gehabt. Ich muss ein bisschen schmunzeln. Mir gefällt der natürlich, auch wenn ich ansonsten zu weißen Transportern ein eher ambivalentes Verhältnis habe. Zu weißen Transportern, wenn sie auf der A5 vor dir fahren. Ja, oder in der 3. Reihe parken, ganz genau. Ach so, ja gut, richtig. Entschuldigung an alle Fahrer von weißen Transportern. Man kann hier natürlich reinschauen. Das machen wir auch mal. Haben das schon mal gezeigt, aber jetzt sieht es natürlich schon auch ein bisschen edler aus.
inklusive der Prints, wie sie dann im Cockpit zu sehen sind. Ich glaube, das ist Viele, teilweise viele Brickbuild und Prints teilweise an der Stelle Print. auch wieder. Ne? Genau. Außen viele Prints Hier über ist viele Steine einiges innen an drin. Prints dran. Viele Prints. Auch hinten sehe ich nochmal, auch so Kleinigkeiten hinten Ja. nochmal. Alles, Ich habe was ihr- vergessen, alles, ich habe was es in ihr hier- euren Kommentaren gelesen. Das ist natürlich nicht das Nummernschild. Ja, also Sie haben es reingeschrieben in die Ja. Kommentare. Ich habe es schon wieder Alles, was vergessen. ihr Ihr hier- helft mir so und ich bin zu alles, blöd, was das ihr zu hier merken. als Sticker seht, sind Prints. Also auch hier diese Slopes seitlich bedruckt, finde ich ja ziemlich cool. Ich bin sehr gespannt, wie das dann fertig aussehen wird. Sobald die ersten fertigen Modelle vor dem Container dann mal für uns ein paar Ausführungen per Luftfracht kommen, wollen wir die euch natürlich auch Wir zeigen. lassen also, ne? sobald das dort aus der Produktion rauskommt in China, kriegen wir 1, 2, 3 Muster, um das hier nochmal aufzubauen etc., um Genau. das euch im Vorfeld schon mal zeigen zu können und so weiter, Mit der sodass wir Verpackung. da ein klein bisschen Vorsprung haben, ganz genau. Und da gibt es schon den einen oder anderen hier bei uns, der sich da wahnsinnig drauf freut auf diese Muster. Und wo ich gerade so drüber nachdenke, ich meine, so ein kleines Modell, da kann man doch ein Bauen mit Bluebricks-Video draus machen, oder? Packen wir hier aus, bauen hier so ein... Why not? Klar. Ich hätte da noch ein Modell, wo man bauen... 493 Teile, Preis unter 40 € und das meint auch hier nicht unbedingt 39,95, sondern wird schon noch ein bisschen weiter runter sein. Und ich denke auch, das ist Das ist insbesondere in Anbetracht der vielen Prints, die wir hier Ja, haben. Ne? das Also ist Prints, einiges. Prints sind nicht billig. Ja? Das muss man an der Stelle nochmal sagen. Wir kommen auf das Thema auch bei den großen Schiffen nochmal. Es ist einfach viel, viel, viel billiger, irgendwie einen Stickerbogen in der Größe zu drucken. Der rattert innerhalb von einer halben Stunde in einer 20.000 Auflage durch die Druckmaschine. That's it. Ja? Wobei, wenn du Prints machst, du musst jedes Teil einzeln in eine sogenannte Tampondruckmaschine setzen, wo dann so ein Druckstempel die Farbe aufnimmt, zurückkommt, das draufdruckt, das muss von Hand wieder rausgenommen werden, wird in kleine Kistchen Teil neben Teil vorsichtig reingelegt und reinsortiert, weil das erstmal trocknen muss. Ja. Ja, das ist auch nicht irgendwie, dass das hinten aus der Maschine einfach rausfällt und weg damit oder so. Das ist ein wahnsinnig arbeitsintensiver Prozess, diese Printings. Deshalb wird es auch nicht von jedem so gemacht, weil es geht ins Geld, muss man ganz klar sagen. Aber ich finde es toll, dass die Modelle jede Menge Prints haben werden. Und ich habe hier noch eins. Das hat das eine oder Lass andere einfliegen. Print. Ich Erstmal mach mal Platz. Ne? ein Typschild, das ist schon ein bisschen größer. Ist wieder die Enterprise. Und jetzt kommen wir der Länge von 286 Meter schon ein bisschen näher. Weil, uiuiuiui. Die Farben stimmen großteils. Also das hier bleibt nicht hellgrau und diese Technikelemente hier bleiben nicht dunkelgrau. Aber das Allermeiste passt. Beeindruckend. Und natürlich, das, was hier noch so etwas heller grau ist, der Hintergrund der Sticker, bleibt nicht so hell. Das werden alles bedruckte Teile. Die werden natürlich das ganz normale Light Bluish Gray haben, wie der Rest auch. Das ist riesig. Und ich kann euch sagen, das hat uns Nerven gekostet. Ne? Das war schwer. Ne? Ja, also es zu heben ist schon schwer, aber der Designprozess hat gedauert, dass das hier alles so passt, dass das auch hier mit den Prints auf der Untertassensektion passt. Ich versuche das mal vorsichtig zu zeigen. Im Nachhinein. Ja. Die Untertasse haben wir so gemacht, damit es schön rund ist, es möglichst wenig Lücken gibt. Es gibt aber kleine Lücken und natürlich musste musste man hier schauen, wie haut das mit der Kennung NCC 1701 möglichst gut hin. Da wurde immer so Zehntel-Millimeter-Bereich verschoben, wurde geschaut. Und ich denke, das ist das Optimum, wenn man bedenkt, dass man hier 2x4 Fliesen hat, die jeweils einen kleinen Abstand haben. Ist halt nicht ein großes Teil, was wir da bedrucken konnten. Das heißt nicht nur mehr Aufwand, sondern auch schwieriger, alleine schon von der Konzeption, wie positioniere ich den Druck
dort überhaupt. Ne? Und was ich hier besonders toll finde, wir haben Prints, wo wir Prints brauchen, und wir haben Brick-Bildverzierungen, wo es möglich ist. Denn das gefällt mir noch besser, als wenn man das einfach Ich habe das aufgedruckt letztens hätte. bei dem, ich weiß nicht, Starfighter oder was es war, Ja. da haben sie hinten die Deutschlandfahne, Flagge, ja. in Print gemacht, wo ich mir Ja. gesagt habe, ja, okay, Sticker nicht schön, Print toll, Ja. aber also nichts geht über Brickbild. Da habe ich aber, das liegt auch mit an mir, da habe ich geschlafen. Ich habe mir die Prints ja angeguckt bei dem Starfighter, aber geguckt, passt das alles? Und ich bin nicht drauf gekommen, Moment, das ist eine 1x2 Brick, hätte man So, einfach das ist der auch... Punkt. Beim Modell siehst du das dann. Ja. Ich habe das Bei dem Modell, digitalen, ja, richtig. genau. Ich habe das ja vorher auch im Entwurf gesehen, aber also zumindest ich habe das in dem Moment nicht realisiert, dass das nun genau Ich auch ein nicht, ja. 1x2 Brick ist. Als ich ihn dann gebaut habe, habe ich gedacht, Ja. was soll jetzt Eine schwarze das? Plate, eine rote Plate, eine gelbe Plate und Also fertig. welche Flagge Genau. eignet sich damit? Die US-Flagge wäre jetzt schwierig Das wär geworden in dem schwierig. Maßstab. Die müsste man, richtig. genau, die müsste man größer machen. Ja, und das Shuttle, das startet und landet hier. Das ist so eine Art, Es geht links nach links nicht und rechts Vorhang, geht so eine das Art auch, ne? Rolltor, Nee, ja, so halbrund. Das Genau. geht dann so auf Ja. und dann landet das Shuttle da drin. Und das ist jetzt schon wirklich, also das ist beeindruckend. Da haben wir auch, ich meine, es hieß mal 2.500 Teile, es sind aber noch deutlich Wir haben mehr jetzt geworden. 2888 Teile, reden über etwa 220 €. Finde ich super. Denn wenn man das mal hebt, oh, meine Güte. Das sind ja nicht nur kleine Teile, also das muss man schon sagen, das sind das große ist- Teile und auch hier wieder Damit viele das Ganze, Prints dabei damit und das alles. Ganze so hält, das ist sehr, sehr massiv. Das hier innen drin, das ist nicht großartig hohl. Also da ist ein richtig massiges Gewicht Und das dran. Schwierigste war tatsächlich hier hinten, das sind die Antriebseinheiten. Ne? Ja, Seht die ihr? Warp-Gondeln, genau. Die Warp-Gondeln. Ja, das ist, die Antriebeinheiten ist vollkommen richtig. Danke. Also Warp-Antrieb kommt genau da raus. Die so hinzukriegen, dass die jetzt nicht schief stehen Ja. und was weiß ich, dass also bei dem Gewicht und Noppensteine, selbst Technikteile, das hat immer ein bisschen ich- Spiel und ja. das dann stabil hinzukriegen. Und das war- dieses Durchhängen spüre ich hier jetzt überhaupt nicht mehr. Also wenn das jetzt hängen würde, dann könnte man hier so ein bisschen den da machen und so, aber das ist jetzt sehr, lässt sehr halt das ganze steif. Schiff wackeln, aber Das es ist Ganze, nicht so, genau. dass die Gondel Ja. jetzt Das am ist Schiff auch, wackelt. das ist auch, und das gebe ich offen zu, das ist jetzt noch deutlich besser als bei unserem ersten Prototyp. Da haben wir geguckt, okay, hier kann man noch ein bisschen was, und dann war das besser, aber es war immer noch ein bisschen wackelig. Und das ist jetzt, Das ist das, was du da beschreibst, Marco, wo ich sagte, das war nervenaufreibend. Das war von der Konstruktion. Haben wir schon mal was konstruiert, was so schwierig war von der technischen Seite her? Was geht? Ging schon mal was in die Richtung? also nicht so groß und was dieses Gewicht und diese Stabilität mit so freischwebenden Teilen anging. Ich weiß, dass es durchaus ein Stück Arbeit war, beispielsweise den Big Boy so weit zu entwickeln, dass er gut durch Kurven und Weichen kam. Das ist aber eine ganz Ich weiß es andere auch Art bei von nie mit so Herausforderung. Titanic großen Sachen. Das hatte durchaus auch seine Herausforderungen. Aber jetzt sowas filigran, großes, stabil hinzukriegen, das hatten wir noch nicht. Ne? Unsere Nave Nostro ist groß, aber nicht so filigran. Unser großes Mutterschiff ist groß, aber das nicht eben auf alles dem, nicht die Filigranität. nicht auf dieser, genau, diese Warp-Gondeln, das ist halt einfach schwierig. Auch da, Februar, roundabout. Ja, also nicht all das Weihnachtsgeld gleich irgendwie raushauen oder so. Ein bisschen was zur Seite legen, ne? Um konkret zu sein, etwa 220 €. Ein faszinierendes Modell. Ja, sehr. Und wer eher ein Fan der Next Generation ist, Genau. ich glaube, über dieses Modell werden wir bei uns in unserem nächsten Star Trek Video etwas ausführlicher Glaube, sprechen. sagt er. Der Marco macht ja die ganze Videoplanung und sagt, ich glaube. Stellt sein Licht und ein Scheffel. Aber ich denke, für heute sind wir durch. Ja. Na, wir machen zu Star Trek. Wann machen wir das nächste Video? Du machst die Planung. Wann machen wir das nächste Video zu Star Trek? Und Geplant ist es in 3 Wochen. was zeigen wir da in etwa? Da würden wir
die Enterprise D zeigen und ich glaube noch 2 von den 4 Gadgets. Wir müssten ja auch irgendwann mal die ersten Verpackungen tatsächlich hier haben, dass wir sowas mal. Ja, soweit ich weiß, gehen die ersten Modelle gerade in Produktion. Und wenn die ersten Modelle vom Band sind und verpackt sind, per Raumschiff kommen die dann zu uns. Dann kriegen wir die quasi fast hierher gebeamt. Und sobald wir sie hier haben, ich würde sagen, halten wir die auch in die Kamera. Legen wir die Videoplanung mal beiseite und zeigen euch erstmal sowas. Weil das ist ja dann wirklich klasse. Super. Ja, dann würde ich sagen, ich denke für heute, ne? Ja, für heute war es das. Hat das mal wieder enorm Spaß gemacht. Aus dem neuen Noppenstein-Studio. Wie findest du es denn so? Ich meine, du hast ja hier dein Preview gedreht, diese 3 Minuten. Und das müsste jetzt aber dein erstes Video hier aus dem neuen Studio sein, dein erstes großes. Ist es? Ein bisschen ungewohnt noch, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe mich so schön eingelebt in dem alten Studio. Das schreiben auch schon die ersten, geht doch wieder ins Alte, das war viel uriger. Ich glaube, das ist die Angst vor Veränderungen. Nee, das wird hier schon auch urig, wenn das hier nicht mehr ganz so ordentlich ist. Noch sieht es hinter der Kamera übrigens sehr ordentlich aus. Aber schon nicht mehr so ordentlich wie letzte Woche. Nein, aber ich finde das schön. Ich finde vor allen Dingen auch schön, aber das werdet ihr dann auch noch sehen. Der Marco hat es ja schon so ein bisschen angeteasert, als er euch hier mal so ein bisschen eine Roomtour durchs Studio geführt hat, dass wir eben nicht nur den Tisch haben, sondern dass wir da dann noch die Theke haben, ja, wo wir euch dann auch ein bisschen andere Sachen zeigen können, die Sachen noch mal ein bisschen anders präsentieren können und so. Das finde ich ganz schön, dass wir einfach für verschiedene Situationen noch mal unterschiedliche Sets, sagt man ja, glaube ich, Sets haben. Wir haben deutlich mehr Möglichkeiten mit der Beleuchtung. Da werden wir auch noch ein bisschen nachjustieren, jetzt in den nächsten Wochen noch mal ein bisschen Feinjustierung machen. Der ganz große Unterschied, das seht ihr natürlich jetzt nicht bei dem, was wir euch in den einzelnen Videos zeigen, aber das ist für uns schon ganz, ganz wichtig. Die ganze Beleuchtung, die hängt nämlich jetzt unter der Decke und das stand vorher auf dem Boden und du bist eigentlich gar nicht mehr richtig durchgekommen. Diese ganzen Stative. Wir hätten auch nicht noch mehr hinstellen können. Jetzt können wir das. Und also ich denke, nein, es gefällt mir. Ja. Und ich glaube, es wird auch noch besser. Und ich glaube, das dauert nicht mehr lange, bis niemand mehr dem alten Studio wirklich nachtrauert. In dem Sinne, Noppensteine kann man nie genug haben. Demnächst gibt es mehr. Wir wünschen euch viel Spaß beim Bauen. Bis dahin aus dem neuen Noppenstein. Ich kriege das echt nicht mehr auf die Reihe. Aus dem neuen Noppenstein-Studio von Bluebricks. Bis dahin, euer Klaus. Tschüss. Und euer Marco. Tschüss. Ja, komm, bist du mal kurz im Urlaub? Ja, alles vergessen.